Hallo meine Freunde, eigentlich möchte ich Porsche-Plätzchen backen, aber wir haben ein Problem. Unser Bosch Profimix 44 streikt. Schaltet man auf Stufe 1, rennt die Maschine wie eine Wilde los. Das gleiche Problem auf allen Stufen. Das heißt, der Motor läuft eigentlich, aber die Drehzahlregelung versagt vollkommen. Da müssen wir mal reinschauen, aber ganz wichtig bei elektrischen Geräten, ihr müsst immer den Stecker ziehen. Wenn ihr den Arm ganz nach oben klappt, gibt es hier unten jede Menge Schrauben, Torx 15. Eine sitzt noch hier hinten. Dann müsst ihr den Deckel hier abnehmen. Hier sind noch die Schrauben. Alle gleich lang, braucht ihr nicht aufpassen. So, jetzt geht das ganze Teil auseinander. Schauen wir mal, was da alles rauskommt. Und dann kann man das auch hier aus dem unteren Teil entnehmen. So, jetzt könnt ihr hier mal das Netzkabel rausziehen. Ein Stecker. Und da unten ist noch einer. Das kleine Hebelchen da könnt ihr gleich wegnehmen, bevor das es verliert. Kann man ja auch hier schalten. Das sind die verschiedenen Stufen. Reinigen wir es erstmal gründlich, sehen wir nachher mehr. Jetzt machen wir das Netzkabel noch weg, dass wir mit dem Netzkabel besser testen können. Das Netzkabel ist hier unten befestigt. Das ist eine 10er Torx. So. Und jetzt kommt es hier noch raus. Wir haben das Netzkabel. Hier sitzt der eigentliche Motor. Da unten seht ihr den Rotor. Das ist die Feldwicklung. Die wird hier betrieben. Hier sind die Schleifkohlen für den Motor. Aber das funktioniert ja alles, weil der Motor rennt ja wie ein Wilder. Irgendwo muss jetzt eine Drehzahlregelung sitzen. Und ich vermute mal, dass die Drehzahlregelung hier im Gehäuse sitzt. Die Elektronik ist mal da unten und die Platte geht da drunter. Da müssen wir mal reinschauen. Zur Abwechslung sind das mal 20er Torx. So eine ganze Menge wieder. Und haben wir noch einen Ring. Jetzt können wir das ganze Werk mal betrachten. Hier ist der Motor, die Ankerwicklungen, der Kollektor. Hier müssen wir mal schauen, was das bedeutet. Und dann geht es hinten ans Getriebe. Seht das fantastische Getriebe, bei dem alles funktioniert. Weitere elektronische Bauelemente sehe ich nicht. Alles sitzt auf der Platine. Drehen wir mal die Platine um. Die Platine selbst ist relativ einfach aufgebaut. Wir finden nur wenige Bauelemente. Das IC hier ist tatsächlich ein 8-Bit Mikrocontroller, und zwar ein 16C621. Hier haben wir einen Resonator, der den Prozessor mit seinem Takt versorgt. Der Schalter für die Geschwindigkeitsstufen befindet sich hier. Und hier hinten haben wir dann die Umschaltung, die hier die Richtung umschaltet. Und hier ist auch noch ein mechanisches Teil, Schalter, der hier mit der Scheibe die Position angibt, wo das Rührwerk steht. Der Mikrocontroller sorgt nun dafür, dass die Maschine langsam an- und ausfährt. Zusätzlich muss er auch die Geschwindigkeiten über den Schalter regulieren, und da braucht er irgendeine Information über die Drehzahl der Maschine. Jetzt schauen wir uns das mal an. Wenn die Platine drin sitzt, ist das einzige Bauteil, das in der Nähe vom Motor ist, dieses kleine grüne Ding. Das sieht zwar auf den ersten Blick wie ein Widerstand aus, ist aber so eine neumodische Spule mit Ringkennzeichnung.
Das heißt, das Gegenteil hier müsste ein Rad mit Magneten sein. Schauen wir uns das mal an. Aha. So, und ihr seht, hier bewegt sich der Magnet, wenn ich den Motor drehe. Der hat immer magnetische, nicht magnetische Segmente. Wenn sich der Magnet hier dreht, erzeugen wir hier an dem induktiven Geber Signale. Auf der Induktivität sind Farbringe, die die Größe der Induktivität in Henry angeben. Bei den Farbringen gibt es jetzt zwei verschiedene Codes. Es kommt im Wesentlichen darauf an, ob der silberne dick oder dünn ist. Bei den dünnen wird ganz normal von links nach rechts gezählt. Hier haben wir also gelb, violett, braun und silber gibt die Toleranz an. Wenn der silberne dicker wäre, geht es andersrum. Gelb steht für 4, violett steht für 7, für die braun kommt eine 0 dazu und Silber gibt die Toleranz von 10% an. Das heißt, wir haben 470 Mikrohenry. Ein typisches Problem bei sowas wäre wegen der mechanischen Belastung durch den Motor, dass die Lötstellen brechen. Also nachlöten kann hier auf keinen Fall was schaden. Sehen tue ich direkt eigentlich nichts. Ich löte auch gleich mal ein paar Messstrippen an, dann können wir mal schön messen. So, ein bisschen frisches Zinn zum Warmmachen, schön verfließen lassen und die hier auch. Ja, die gefällt mir jetzt im Nachhinein doch nicht mehr so. Bevor ich jetzt mit den Messstrippen und dem laufenden Motor messe, probiere ich erstmal das Messgerät aus oder die Strippen. Wir schließen es mal ans Ohmmeter an. Aha, unser Ohmmeter zeigt, dass wir uns jede weitere Messung sparen können, weil die Induktivität hat einen Durchgang von ein paar Megaohm. Eine Induktivität darf aber nur weniger Ohm haben. Damit hat sich die dynamische Messung schon erledigt. Wir können das Bauteil direkt auslöten. Die Induktivität ist kaputt. Also können die Strippen wieder weg. Erstmal ein bisschen frisches Zindern drauf. Schön großen Batzer. Dann gut heiß machen. Und wir haben die erste Lötstelle. Klasse geklappt. Seht? Bei der zweiten Lötstelle die gleiche Prozedur. Auch schön Zinn drauf. Dann gut durchwärmen. Aha. An der Lötstelle klappt es mit der Pumpe nicht so richtig, weil hier ist noch die Hülse ja mit auf der Platine drauf. Das ist jetzt aber gar nicht schlimm, wir haben den ja jetzt lose, dann ziehen wir die Induktivität an dem Pin erstmal raus und dann machen wir sie einfach unter Zug raus. So, jetzt können wir sie hier mal rausziehen, da war sie ja lose und jetzt können wir sie hier greifen, während wir sie hier warm machen. Ich greife sie hier und mache sie auf der Rückseite warm. Okay. Ihr seht, wenn ich sie ausgebaut habe, die Induktivität, haben wir absolut keinen Durchgang mehr. Die paar Megaohm waren vorhin über den IC. Hier seht ihr zum Vergleich mal eine gesunde Induktivität, die werden wir jetzt einbauen. Die hat zum Beispiel so 10 Ohm. Der Ohmwert an sich ist nicht interessant, es darf nur nicht unterbrochen werden. Ich glaube zwar, dass die Orientierung für unser Problem hier egal ist, aber wir bauen sie wieder genauso ein wie die alte. Das heißt, am silbernen Ring biegen wir um. So würde ich das jetzt hier so reinstecken. Jetzt haben wir aber ein Problem, da steckt noch ein Rest vom Lötzinn drin. Jetzt müssen wir schauen, wie wir die Hülse irgendwie frei bekommen. Im Prinzip haben wir jetzt 3 Möglichkeiten. Wir machen es mit Hitze, da habe ich aber ein bisschen Angst, wie viel das Röhrchen noch verträgt. Schieben den einfach unter Hitze durch. Wir bohren oder wir blasen das Röhrchen mit Pressluft frei. Probieren wir mal Option 1, bohren. Das ist zwar eine mühsame Angelegenheit, aber ihr seht an den Spänen, also das Zinn arbeitet sich langsam raus. Ja, die ganzen Späne hier. So kann man den Bohrer dann leichter per Hand drehen. Den Durchmesser habe ich ein bisschen anpassen müssen, Pflaster. Ihr seht, mit so einem Druckbleistift
lässt sich auch bei fehlender Spannzange für diese Submillimeterbohrer drehen. Irgendwann sind wir dann durch. Sauber. So ging es am stressfreisten für die Röhre. So, jetzt kann das Ding wieder rein. Und jetzt kommt dann Position. Perfekt. So, ihr müsst die Induktivität jetzt so justieren, dass sie genau an dem Rad einen Abstand von ungefähr 1 mm hat. Das macht er über die Tiefe. In der richtigen Position lötet er das dann mal an einer Stelle provisorisch fest. Dann kontrolliert er nochmal die Position und dann verlöten wir die ganze Geschichte. Da fließt natürlich ein bisschen Lötzinn rein, bis das da weg ist. Da machen wir auch nochmal ein bisschen gutes Zinn dran. Das ist jetzt die finale Position. Schneiden wir die Füßchen ab. Und der andere. Beim Zusammenbau muss man jetzt hier drauf achten, dass das mit der Kohle hier einwandfrei funktioniert. Die kann man sehr leicht zerdrücken oder die kann rausfallen beim Zusammenbau. Ich reinige erstmal ein bisschen. Dann wird die Kohle wieder eingesetzt. Das ist also das Stückchen Kohle. Hier sieht man, wo der Federkontakt war. Die sitzt also so drin. Und jetzt muss man die beim Zusammenbau, darf die jetzt nicht rausfallen. Erstmal die Platine drauf. Und dann wird das Gehäuse so umgedreht. Jetzt darf die Kohle aber keinenfalls in den Motor fallen. Ja, ihr seht jetzt, die Kohle läuft hier einwandfrei. Jetzt da unten nochmal die Pins suchen. Und mal eine Schraube. So, jetzt könnt ihr die ganze Geschichte wieder zuschrauben. Eine Schraube nach der anderen. Ihr kennt ja meinen alten Spruch, immer erst rückwärts drehen, damit die Schrauben im Plastik ihr Gewinde finden. Ihr kontrolliert nochmal, ob alles läuft, auch die Kohle hier, das sieht alles gut aus. Ich werde jetzt mal einen Testlauf machen mit offenem Gerät, das ist aber gefährlich, also bitte nur nachmachen, wer weiß, was er tut. Am besten ihr baut es jetzt ein, wird schon laufen. Probieren wir das Ganze mal aus, Finger weg und ich stecke mal ganz langsam den Stecker in die Steckdose. Und die Geschichte läuft wieder. Klasse! Das sind die Momente, wo das Heimwerken mit Freude erfüllen. Jetzt kann ich mich wieder freuen. Jetzt müssen wir all die Teile wieder zusammenfügen und dann können wir auch die endgültigen Tests machen, weil dann haben wir ja vernünftige Schalterstellung und alles. Müssen wir erstmal das Netzkabel ins Gehäuse wieder einfädeln. Ihr bindet die zwei Enden ein bisschen mit Klebeband zusammen. Dann kommt es hier rein. Und da so ein bisschen spielt, kann man es durchfädeln. Dann steckt er. Irgendwann kommt es dann da oben raus, dann könnt ihr es hier, und zwar müsst ihr genau zu dieser Öffnung hier raus. Das Klebeband weggegangen, aber ist egal, wir haben das Kabel ja. Jetzt muss das noch ein Stück durchgefädelt werden. Länge entscheiden wir nachher. Jetzt kommt der Kondom hier oben wieder drüber. Beim Zusammenbau legt ihr die Maschine jetzt so hin, dass ihr hier die Aufschrift Bosch seht. Dann kommt hier der Deckel mit dem kleineren Loch und der Schutzkappe. Der andere hat hier ein größeres Loch. Das heißt, wir stecken das jetzt hier auf die Platine, Polung ist egal, nur Wechselstrom. Der Kondom war in diesem Bereich. Das Kabel wird jetzt hier rumgeführt, dann geht es hier unten. Da unten ist der nächste Kabelhalter und dann kommt es so rum hier ins Gehäuse. Am anderen Deckel ist hier wieder die Kabeldurchführung. Bevor wir zumachen, muss hier noch die Dichtung rein. Beim Zusammensetzen müsst ihr darauf achten, dass diese Gummipuffer nicht runterrutschen, sondern schön da bleiben. Und die müssen nachher hier einraschen, sonst geht das Ding nicht zusammen. Und die Koppelstange, die ist symmetrisch, die wird hier eingesetzt. Wenn ich sie ganz davor ziehe, bin ich auf der 4. Stellung. Da muss es so eingehängt werden, dass jetzt der 4. oben ist, weil hier ist die Markierung. Hier einfügen.
Dann kann der auch schön schalten. Dann kommt der Deckel hier drunter. Und jetzt der Deckel von oben. Aha, das sieht alles passend aus. So, wenn das alles zusammenpasst, das Rad hier auch genau von 0 bis 4 schaltbar ist, sieht das alles mal ganz gut aus. Wir sichern das mal mit einer Schraube. Die zweite gegenüber. Die dritte. Wenn alle drin sind, könnt ihr die anziehen. Und auch noch die letzte hier weg. Das Kabel kommt jetzt hier durch die Zugentlastung und dann einmal hinten raus. Dann können wir die Zugentlastung hier auch wieder einschrauben. So, jetzt ist das Kabel auch wieder gesichert. Jetzt dürfen es auch die Nicht-Elektriker wieder in Betrieb nehmen. Probieren wir das Ganze mal aus. Ich habe hier einen Knethaken reingemacht. Vorsicht, dass er nicht mit dem Finger in den Bereich kommt. Das ist ja nur zur Demonstration. So, Stufe 1. Funktioniert einwandfrei. Stufe 2. 3. Probiert den Rückwärtslauf und Positionierung aus. Und er fährt in Position. Perfekt. Meine Freunde, ich kann jetzt meine Porsche-Plätzchen backen. Und damit ihr auch welche backen könnt, habe ich ja ein schönes Video für euch gemacht. Also schaut euch auch noch das andere Video an, dann gibt es ein paar Porsche-Plätzchen und tschüss, bis zum nächsten Video.